Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir nehmen euch in diesem Video mit nach Orlando und zeigen euch alles, was wir so gemacht haben, von der Anreise bis zur Abreise und dazwischen, neben den ganzen großen Parkbesuchen, die ihr schon in verschiedenen Videos gesehen habt. Trotzdem geht es in Parks, trotzdem geht es Backstage und das Ganze drumherum. Und was man so beachten muss und was man sonst so machen kann, das zeigen wir auch in diesem Video. Wenn ihr so viel Glück habt wie wir, dann fahrt ihr um 5:45 mit dem Zug, aber bekommt um 4:30 Uhr eine Push auf euer Handy von der DB-App, dass euer Zug ausfällt, weil der Lokführer verpennt hat oder weiß ich nicht was. Alternativrouten suchen und sind jetzt unterwegs. Und natürlich der Zug, den wir dann alternativ genommen haben, der Anstoß musste laufen werden, weil wir natürlich erst später los sind, warum auch immer, aus dem Bahnhof raus und dann einfach nur rumgepimmelt. Und dann ganz viele Leute sind gerannt. Jetzt sind wir im nächsten Zug und statt von Köln mit dem ICE fahren wir jetzt von Düsseldorf, hoffentlich mit dem ICE, nach Frankfurt. Schauen wir mal. So Leute, jetzt geht's wieder los hier. Wir sind jetzt in Düsseldorf Hauptbahnhof und haben jetzt noch eine halbe Stunde. Dann kommt theoretisch unser ICE nach Frankfurt. Ich habe ja auch mal versprochen und mir geschworen, ich mache das nicht mehr zum Flughafen mit dem Zug zu fahren. Jetzt mache ich schon wieder. Was ist das? Also wirklich, wir machen das aber jetzt nicht aus Spaß an der Freude, obwohl Zugfahren grundsätzlich ganz cool ist, nicht in Deutschland. Aber wir haben das Auto in der Werkstatt und war klar, wir brauchen ein paar Tage. Und ich so, cool, ab wann wäre denn der Termin? Ja, ab dann und dann ist wenn wir das eine Woche später machen, dann könnt ihr den mehr als ein paar Tage haben, sondern zweimal ein paar Tage, weil sind wir on the run. Sonst wären wir mit dem Auto nach Frankfurt gefahren. So, das erstmal dazu. Faucet on me, black boy from the land of the free lunch. Cornerstone trip, rerun, moon full, look at the dark clouds. Know you see us, you wanna be us, huh? Touch the floor, we gon' light it up. I'm on 10, can't get high enough. I'm on 10, can't get high enough. We fortified, we don't know them guys on the other side, they are not with us. I'm on 10, can't get high as us. I'm on 10, can't get high. Das ist so geil. Mega. I'm the one, I get it done. I'm never two on the list. 3 of them on the line. They try and see if I'm a trick. Slide a big box down to 4 or 5. If I'm carried out by 6, 7 or 8 hitters in the caravan with the 9 on me. Jo, großes Händeschütteln und Hallo sagen im Flugzeug, halbe Flugzeug voll mit Leuten, die man kennt. Und wir sind in Orlando gelandet. Es gibt ein neues Terminal und in dem befinden wir uns jetzt. Jetzt müssen wir unsere Koffer einsammeln. Und erst gibt es die Koffer, dann die Immigration. Manchmal ist es auch andersrum, also meistens ist es andersrum. Hier ist es jetzt so rum. Mein Koffer ist schon da, von einigen anderen auch schon, von Uschi noch nicht, aber einige andere auch noch nicht. Das machen wir jetzt und dann reisen wir ein. Wir reisen diesmal mit MPC ein. Das haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon in der Theorie besprochen, hoffentlich. So Leute, stay hydrated. Ganz wichtig, also hat man seine Wasserflasche dabei. Immer praktisch, auch im Flughafen ist das ja alles nicht so günstig. Das müssen wir so nicht halten, wir sind in den USA. Willkommen, wir sind eingereist, wir sind mit MPC wie die Wiesel direkt durchgeflitzt, ohne groß anzustehen. Und haben jetzt unser Auto geholt, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich bin der Meinung, das ist noch nicht voll. Genau, und jetzt machen wir hier nochmal unser Wasser voll. Wundert euch nicht, wenn das
krass nach Chlor riecht. Das ist in Florida normal, aber hier geht's, glaube ich. Also ich rieche hier noch nichts, dann riecht es ja eigentlich gar nicht. Ja, wir fahren jetzt nämlich eine halbe Stunde bis zum nächsten Supermarkt. Dann haben wir auf jeden Fall was zu trinken. Und war hier Kohlensäure drin? Das hat gezischt. Ja, die Frau Reichert, die hat mir meine Wasserflasche voll gemacht und hat das Papier, dieses Papier, was man rausnimmt. Weißt du, die normale Menschen würden die sogar einmal ausspülen, bevor sie die benutzen. Ich krieg einfach Wasser mit Papier. Und ich, die Frau meint es echt nur gut mit mir. Genau, wir füllen jetzt gerade das Wasser auf und dann gehen wir hier raus und theoretisch suchen wir uns ein Auto aus. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir müssen ja zum First Floor. Ist das dann der First Floor, wenn ich hier rauskomme? Etagen in den USA. Es gibt in den Häusern gibt's kein Erdgeschoss. Es gibt dann, das ist die 1, logischerweise eigentlich. Ne? Erste Etage, 1. Nicht wie bei uns, I. Aber das Basement gibt es natürlich auch so. Dann haben wir das. Hi! Es gibt noch den Altima, den hatten wir schon mal, der ist eigentlich ganz cool. Und dann gibt es noch einen Chevrolet Malibu. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wir greifen in die Schüssel, wir kriegen bestimmt einen Malibu. Weil ein Jetta noch da, den hat einer gerade vor uns sich weggegrabt. Wenn wir da ein bisschen schneller vorangekommen, hätten euch nicht gezeigt, wie man Wasser zapft, hätten wir doch den Jetta gekriegt. Weiß aber der Grund, warum ich jetzt so enttäuscht bin, ist, Lukas hatte letztens einen Dodge Challenger hier. Da hätte hier ein anderer aber auch Luftsprünge gemacht. Wir haben hier schon eine Auswahl von 10 Autos. Es genügt ihm wieder nicht. Aber wir haben auch wirklich fast eigentlich die kleinste Kategorie, die es gibt, haben wir gebucht. Ne? Nee, es gibt noch eins kleiner, kompaktes. Ja, es gibt noch kleiner. Es ist hier nichts Kleineres hier. Also es gibt sogar einen Bronco hier. Es gibt Mustangs, es gibt Jeeps. Und hinten sind irgendwie, glaube ich, auch noch Trucks und ja, hier so Cadillac, weißt du, diese Escalades und so. Aber gucken wir uns das Ganze mal von innen an, oder? Das sieht von innen ja schon mal geil aus, ne, irgendwie. Das sind ja geile Sitze. Und von hinten sieht das ja noch geil. Zeigen wir euch dann mal in der Sonne, da sieht man es besser. Das ist sogar abgeflachtes Lenkrad, ey. Tschüss. Ja, der Witz ist auch, Schlüssel liegen immer drin. Und sie hat uns gerade nur gezeigt, welche Lane unsere ist, wo wir uns was aussuchen können. Und dann suchst dir was aus, steigst ein und fährst raus bei Exit. Hast dann aber noch den Führerschein bereit, den Zettel, den du gekriegt hast. Eine Kreditkarte meinte sie auch. Die habe ich noch nie gebraucht. Habe ich aber alles auch hier. Und in die Navigation haben wir jetzt schon Walmart eingegeben. Da wollen wir jetzt auch noch hinfahren, weil wir natürlich noch was einkaufen wollen. Und dann ist auch nicht mehr viel, was heute passiert. Aber unsere Butze zeigen wir euch noch. Und überhaupt nehmen wir euch noch ein bisschen mit. Aber ich weiß nicht, ob ich die Sache jetzt sagen kann, ob man mich hört oder nicht, wenn ich hier drin sitze. Ihr müsst nämlich jetzt nicht groß darauf achten, ob das Auto irgendwelche Macken oder so hat. Don't be gentle, it's a rental, ist in den USA ziemlich egal. Du musst ihn nur mit 4 Rädern abgeben. Die dürfen keinen Platten haben in manchen Fällen. Da, wo vor allem die Dinger, die ständig um die Ohren fliegen, ist das dann immer so eine Policy. Und wenn du Full-to-Full hast, dann musst du ihn wieder voll abgeben. Und da, Tipp von mir, an Flughäfen ist ja gerne mal der Sprit teurer. Hier in den USA hält sich das in Grenzen, aber allgemein ist das auch vielleicht nicht verkehrt, wenn ihr irgendwo mal einen Mietwagen abgeben müsst. Macht den irgendwo voll, wenn ihr noch, 50 Kilometer habt bis zum Flughafen. Macht den Karren voll, tankt den Rest bei und gebt den dann ab. Dann habt ihr vielleicht einen besseren Preis. So, ich muss mal gucken, wie das Auto hier funktioniert. Wie jedes andere wahrscheinlich. So, vielleicht noch, wenn wir denn schon mal beim Autofahren sind und wir euch noch ein bisschen abholen wollen, wie ihr das macht. Also man muss in Orlando ist so der einzige Ort der USA, wo du nicht unbedingt ein Auto brauchst. Ja, manchmal muss man auch über durchgezogene Linien fahren, damit andere dir nicht reinfahren. Also hier kannst du auch wirklich, wenn du so die Freizeitparks machst und so, kommst du ganz gut auch. Entschuldigung, ich bin schon wieder abgelenkt, da ist ein leuchtender Freifallturm, nee, Starflyer. Aber wir haben halt für verschiedene Sachen jetzt auf jeden Fall ein Auto am Start. Das macht einiges leichter.
So, wir sind jetzt bei Walmart. So, das geht irgendwie ein bisschen Schlag auf Schlag, was für eine geile Karre gerade da draußen. Also das kriegt auf jeden Fall bei uns keinen TÜV, ist aber auch so eine kleine Besonderheit in Florida. Und ja, wir haben uns jetzt einfach mal für ein Walmart Supercenter entschieden, um ein bisschen Getränke uns zu holen, ein paar Knabbereien. Aber da auch eine Sache, das ist nicht, was ich gerade sagte, es geht alles Schlag auf Schlag. Euren Kassenzettel müsst ihr auf jeden Fall aufheben, bis ihr draußen seid, weil es je nach Region und Ort und weiß ich nicht dazu kommen kann, dass ihr aufgefordert werdet, eure Kassen also zu belegen, dass ihr alles bezahlt habt an der Kasse. Und wer jetzt denkt, ach, das ist ja verrückt, aber wer nimmt denn jetzt hier so, kauft was und nimmt den Teil mit, haben wir schon live gesehen, dass da Leute bei aufgeflogen sind, die dann große Kartons mit Windeln und so gezockt haben und andere Sachen. Heiße Theke ist schon leer. Auch das, also es klingt ein bisschen bescheuert, wir versuchen in diesem Video euch so einen kleinen Abriss zu geben, wie ihr so eine Reise grob macht, aber diese ganzen Feinheiten und Besonderheiten, die wir so die ganze Zeit erleben, ist halt diese ganzen Tour-Vlogs. Da passiert immer wieder was und das ist halt irgendwie das alles zusammenzupacken, ist schwierig, aber euch so ein bisschen eine Orientierung geben, ist so der Plan, den wir gerade hier hinter haben. Ich brauche auf jeden Fall Gürkchen. Gürkchen. Pickles? Ja. Ja, und wir müssen jetzt mal überlegen, was wir kaufen, weil wir theoretisch auch frühstücken können bei uns, dass wir dafür auch was holen. Es passt gerade mal so ein Ei da rein, weißt du? Ich lieb's. Ja, da musst du nichts auspacken, du kannst alles wie es ist reintun. Schön. So, der Bro packt jetzt hier alle Einkäufe weg. Die Wo wir in Florida sind hier noch die ganzen Plastiktüten. Haben die das nicht abgeschafft? War das nicht nur in New York? Ja, in New York ja, aber Ich weiß es nicht. die Floridaner haben noch angefangen damit. Meine ich. Ja, 1,47 Kilo Gummi. Der Kassenband funktioniert nicht. Ach was, das alles übertrieben ist. Die größten Barhocker der Welt. Das müssen wir dann morgen sinnvoll in der Roomtour, oder? Ja. So, wo ist unser Essen? Was? Wo ist unser Essen? Ach, das habe ich ja selber dahingestellt. Hier. Der Bro hat sich KFC gewünscht. Dann essen wir jetzt gleich noch zu Abend und dann ist hier auch Schicht im Schacht. So, wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt wieder erholt aufgestanden und ja, Anreise ist natürlich immer anstrengend, langwierig und also obwohl es auch mit Direktflug total peace eigentlich ist, aber trotzdem ist es ein
sehr anstrengender Tag. So, wir haben uns fertig gemacht. Wir starten jetzt los. Wir starten mit dem ersten Freizeitpark. Wir machen SeaWorld. Dazu gibt es ein eigenes, separates Video. Das ist jetzt nicht mit in diesem Vlog hier drin. Das ist ja so ein Mich-Vlog irgendwie, um grob mal irgendwas zu zeigen und zu erklären. Was ich zum Beispiel gestern beim ersten Mal Autofahrt, weil ich auch noch nicht mit drin hatte, bei Rot, also bei einer Kreuzung, wo Rot ist, darf man, wenn man kurz angehalten hat, wie bei dem Stoppschild, rechts abbiegen, ohne dass da ein separater grüner Pfeil als Schildchen hängt. Das geht immer, außer da steht, man darf es nicht. Es gibt Kreuzungen, da gibt es Stoppschilder, dann sind aber an allen Punkten Stoppschilder. Jeder hat ein Stoppschild. Da ist, ja, wer zuerst kommt, darf dann, nachdem alle angehalten haben, zuerst fahren. Funktioniert super gut. Klingt ein bisschen wild, geht aber wirklich gut klar. Das vielleicht auch noch wichtige Sachen, die man gesagt haben sollte, so wie das alle Minimum 10 Meilen schneller fahren als erlaubt, das auch nicht ungewöhnlich ist. Groovt ihr euch ein bisschen rein, ist gar nicht so wild. Tanken zeigen wir auch noch, ist auch gar nicht so wild. Das aber jetzt erstmal dazu und gefrühstückt haben wir jetzt hier noch nichts, weil wir nämlich bei SeaWorld All Day Dining haben und eine Roomtour von hier müssen wir auch noch machen. Haben wir jetzt aber keine Zeit für, weil wir jetzt erstmal los müssen. Ja, das ist eine sehr spannende Route, die wir fahren. Wir sind hier, fahren so, sehr schön. Jo Leute, wir waren bei SeaWorld, haben da ein eigenes Video zu gemacht und sind jetzt 10 Minütchen gefahren und sind jetzt Marriott Village irgendwas. Grande Vista, schlag mich tot. Also wirklich, hat selten jemand so schlechte Wege beschrieben. Weil da ist ja die Rezeption. Wo soll denn jetzt hinter der Rezeption die Bar sein? Also wir sind jetzt hinter der Rezeption. Ist die denn hier in dem Gebilde? Man weiß es nicht. Ja, wir treffen jetzt hier Leute vielleicht, wenn wir sie finden. Vor allem, wir mussten uns jetzt hier gerade schon rein diskutieren, weil das ja hier so ein Resort ist. Und hier kommt man nicht einfach so rein. Hier gibt es eine Schranke und einen Pförtner. Aber es ist auch keine Bar ausgeschildert. Schauen wir mal. So, wir haben es jetzt ein bisschen später am Abend und sind quasi durch. Wir fahren jetzt wieder zurück. Viele sind hier im Resort, haben eine Riesengruppe, einen sehr lustigen Abend gehabt, viel gelacht. Und das ist auch der Trupp, mit dem wir morgen dann bei Epic Universe sind. Wir machen morgen endlich Epic Universe, haben für viel zu viel Geld so eine VIP-Tour gebucht. Und das haben viele andere auch getan, mit denen wir heute hier waren. Und ich sag mal so, viele deutsche Freizeitparks holen sich morgen Inspiration. Könnte man das so sagen, oder? Also es war jetzt irgendwie, wenn du so überlegt hast, wem welcher Park gehört, wie wir so in den Runden standen, war das schon ein bisschen wild. Also früher war so, okay krass, wir waren endlich mal in diesem Park und jetzt ist so, okay, wir stehen mit den Parks zusammen an der Bar und haben einen witzigen Abend. Und alle sind hyped, keiner war bisher da und bis auf einen hat sich auch keiner vorbereitet, was es da gibt. Genau. Wir fahren jetzt 20 Minuten nach Hause in unser Hotel und dann machen wir auch die Beine lang. Die Beine lang? Nee. Die sind die ganze Zeit lang. Legen die Beine hoch? Nee. Ja, doch. Und machen uns lang. So heißt das. Die Beine lang. Moritz Becker präsentiert Sprichwörter. Genau. Wie man merkt, war ein langer Tag. Also war es ja wirklich. Ja. Deswegen haben wir uns das, glaube ich, auch verdient, jetzt mit dem Video erstmal durch zu sein.
wunderschönen guten Morgen. Langsam wird's hell draußen. Good morning, Orlando, Florida. Wupp, wupp. So, schönen guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag. Wir haben jetzt Sonntag und wir fahren jetzt nach Epic Universe. Müssen ein bisschen früher da sein. Ich habe schon erwähnt, für viel Geld so eine VIP-Tour gebucht mit ganz vielen anderen Leuten, die wir ja teilweise dann auch fast alle gestern getroffen haben. Und wir machen das jetzt und wussten übrigens schon Anfang des Jahres, dieses Jahr planen wir nochmal die Messe in Orlando ein, dann machen wir Epic. Deswegen haben wir bei unseren beiden anderen USA-Touren Epic nicht gemacht. Und das hat ja sehr viele Leute entzürnt, dass die uns sogar beschimpft haben und ausgerastet sind. Also, was ist mit manchen Leuten los? Was stimmt mit euch nicht? Auch spannend finde ich, wenn wir jetzt Stories machen, dass wir bei SeaWorld waren. Macht ihr auch Epic? Nee, lassen wir weg. Das wäre jetzt natürlich voll. Da gehen wir auf jeden Fall, wir gehen lieber zu SeaWorld als nach Epic. Hilfe. Fast car never did. Slash was pretty petite. Who is she like, babe? It's me. French kiss make him say we. Got 'em all like we. Bad. Fast car never did. Slash was pretty petite. Who is she like, babe? It's me. French kiss make him say we. Got 'em all like we. She got double D's, plus like 1 or 2 degrees. Take me shopping overseas, who can do it just like me? Coke bottle the physique, fashion model but a G. Got a spending green, he ain't sipping on no. Like, who gon' tell me no? Keep me icy, make it snow. If he ain't trickin', gotta go. If that's your man and he my, you know I get what I want. Play the back, I'm in the front. I ain't mean, baby, I'm blunt, but it's sweet just like a bun. Think they sippin' tea about who I'm with, but they ain't peep. Yeah, I make them all say we. He like, babe, let's make it we. I need a ring, I need a key, I need a diamond. Die alte Stumpfbox hat Bock. He know he gotta pay that fee. Fast car never did. Slash was pretty petite. Who is she like, babe? It's me. French kiss make him say we. Got 'em all like we. Bad. Fast car never did. Slash was pretty petite. Who is she like, babe? It's me. French kiss make him say we. Jo Leute, wir haben den Tag nach Epic. Ja, ist ja wirklich so. Das war auf jeden Fall wild. Super anstrengend, also jetzt nicht durch die Experience, weil wenn du sonst ewig anstehst, lange wartest und so, dann bist du halt kaputt, aber es waren einfach so heftig viele Eindrücke und viele Fahrten, weil wir alles zweimal fahren konnten. Und ja, geile Gruppe, Action, Spaß, ich glaube, das habe ich in diesem Epic-Video auch schon erzählt. Und jetzt gerade noch ein Video gedreht mit News zu Intamin und ETF, geschnitten, hochgeladen. Und ja, ein bisschen den Tag entspannter angegangen. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen was hier in unserem Resort, weil wir fahren heute nirgendwo groß hin. Und wir haben auch die letzten Tage, bevor wir hingeflogen sind, ein bisschen zu viel gearbeitet. Und wenn du wochenlang eine 7-Tage-Woche mit 15 Stunden pro Tag hast, ist irgendwann aber auch mal der Akku leer und den müssen wir aufladen. Und das machen wir, indem wir jetzt Tennis spielen. Das Gute ist, wir können es nicht. Also ich kann noch nicht mal die Regeln richtig. Und gespielt haben wir beide noch nie wirklich Tennis. Aber hier ist ein Tennisplatz, der zu unserem Resort gehört. Und jetzt holen wir uns das Equipment vorne. Und dann wird hier mal richtig einer weggebäckert. Aber glaub mal, vom Allerfeinsten. Hier, der Holy Ground, Alter. Gehen wir jetzt mal gucken, wie schlimm es wird. Es gibt irgendwie so ein kleines weiß ich nicht, Feld und dann das normale. Und der Aufschlag wäre, habe ich gelernt, hinter der Linie. Da würde man auf dem einen Feld stehen. Also, die Amis machen mich wieder fertig. Gut, dass niemand hier Sport macht. Ja. Don't you wanna get to know me? I bet I'm stuck inside your mind. I see you with somebody, but look at my way all night. Keep your hands off my body. Yeah, you can look but never touch. Do you think you got a shot with me?
kleiner Freund, weg ist er. Da ist er. Hallo. So, das Netz ist ja okay, wenn das durchhängt. Aber pass mal auf, Leute. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ja hier die eine Seite. Ne? Und das ist die andere. Die haben das einfach mit dem Blauen übermalt. Also, wie doof ist das? Das ist doch jetzt gar nicht mehr spielbar, wenn man spielen könnte. Wir können nicht spielen. Aber es war witzig, hat Spaß gemacht. Keep your focus on me, snap your shot. Everybody here wanna see what I've got. Keep your eyes on me, I'm here all night. I'm so bad, but I love the spotlight. You like what you see, that's alright. You can love, you can hate, I don't mind. Keep your focus on me. Hallo Leute. Ich muss jetzt sagen, was wir jetzt machen. Frau Graf, was machen wir denn? Wieso Frau Graf? Steffi Graf. Achso, Steffi Graf. Ja, weil wir haben ja gerade getennist. Deswegen bin ich Steffi Graf. Und du bist Boris Becker? Auf jeden Fall. Oder willst du Andrew Agassi sein? Die war mit beiden, glaube ich, zusammen. Oder war die gar nicht mit Boris Becker Boris zusammen? Agassi. Boris Agassi. Ich weiß gar nicht, war die vielleicht gar nicht mit Boris Becker zusammen? Ihr wisst das bestimmt. Nein, auf keinen Fall. Nee, die war, stimmt, das hätte man irgendwie bemerkt. Wir fahren jetzt gerade zum Mittagessen. Und bei uns gibt es heute Calvas, weil wir Sind zwei bei Calvas. Genau, weil wir zwei bei Calvas sein möchten. Und wir wussten nicht, dass es in Florida auch Calvas gibt. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht erst seit kurzem gibt, aber ich glaube nicht. Aber jetzt haben wir gestern davon eine Werbung gesehen und dachten so, ach wie cool, das war ja so lecker, dann gehen wir einfach da mal hin. Und wir beide haben ja heute Jahrestag. Wir sind heute 18 Jahre zusammen. Bah, ekelhaft. Wiederholt hat nicht, sonst falsch in den Verkehr hier rein. Und zur Feier des Tages gebe ich zu Calvas essen. Romantic. So, und danach möchte ich gerne noch zu Ross Dress for Less. Das habe ich irgendwann mal gesehen, dass es ganz coole Sachen da gibt. Ich bin gespannt. Ich gucke mir das einfach mal an und vielleicht shoppe ich etwas oder nicht. Gestern bei Universal war es echt ziemlich mau. Also ich war sehr enttäuscht von dem Merchandise da. Aber Universal hatte bis jetzt, glaube ich, auch noch nie so super cooles Merchandise. Der Bro hat da mal was gekauft, aber ich glaube, ich habe da auch noch nie was gekauft, oder? Egal in welchem. Ja, und wir fahren jetzt eine Viertelstunde und essen uns dann lecker was. So, nach dem Sport haben wir uns natürlich erstmal einen Burger verdient. Keep your focus on me. Keep your focus on me. So, wir sind ja jetzt hier. Uschi erzählt gleich ein bisschen mehr dazu, aber hier ist ein europäisches Regal. Passt ja keiner rein. Aber das ist dann hier so mit Autofußmatten. Es ist, weil hier nur Männer reinpassen. Aber wie das hier riecht. Hast du? Das ist Melkpots fürs Auto, ja. Kosten $5. Also $4,50. So ein Dreierding. Da sehe ich jemanden an der Kasse. Sind das aus Melkpots? Oh, das riecht ja so nach Gummi. Ich kann gar nichts smellen hier. Warum? See them staring at me. They just wanna be me. See them staring at me. Hands off my body. Yeah, you can look but never touch. Ja, Leute, wir sind nicht bei Calvas gelandet, sondern das erzählt Uschi euch gleich, wo wir gelandet sind. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben und eingeläutet haben, damit die Frau weiß, dass jetzt wieder dran ist. Bringt es auch nichts, die ganzen Karten rumzuschmeißen. Wird sich immer gewünscht, dass die mehr vloggt. Will die Frau ja nicht, aber jetzt nötige ich die wieder. Check, 1, 2, 1, 2. So, ja, ich darf jetzt erzählen. Also, ich wollte ja zu Ross Dress for Less. Ich habe mich aber vorher nicht informiert, was das für ein Laden ist. Ich wusste halt, dass es Klamotten da gibt. Das ist das Einzige. Und ich wusste, dass so eine Amerikanerin, der ich vorher gesagt habe, dass die da öfter mal coole Sachen holt, Klamotten, genauso wie bei Walmart oder Target. Bei denen war ich ja schon, aber bei Ross Dress for Less noch nicht. Und jetzt sind wir da hingefahren. Bro wusste natürlich auch überhaupt nichts, was es ist, weil er wusste gar nicht, dass dieser Laden existiert. Nicht. Wusstest du das? Kennst du Ross Dress for Less? Ja, weiß ich ja nicht, dass du das wahrnimmst. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich denke nur Klamotten, die keiner braucht. War auch so. Nein.
Und als wir da reingegangen sind, war das tatsächlich wie ein TK Maxx in Deutschland oder ein TJ Maxx in den USA. Weil der heißt in den USA ja TJ Maxx und nicht TK Maxx. Warum, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ergoogelt. Das hat mich ja total enttäuscht, weil ich dachte irgendwie, das wäre so ein cooler Modeladen, der ein ganz normaler Modeladen ist und nicht halt so eine Ramschveranstaltung, wo du irgendwie halt in deiner Größe da Einzelstücke siehst. Ist natürlich auch irgendwie cool, habe ich aber selten Geduld für sowas. Vor allem nicht, wenn Bro dabei ist, weil dann habe ich gar keine Geduld, mir irgendwie lange was anzugucken. Kein Vorwurf, der beschwert sich nicht. Niemals beschwert er sich, aber ich weiß trotzdem, dass er sich Schöneres vorstellen könnte. Und dann sind wir kurz durchgeschlendert und haben uns über die Leute richtig gewundert, weil da waren echt welche, die hatten einen normalen Einkaufswagen richtig voll mit Klamotten. Also, ja, gut, kann man machen. Ich habe jetzt auch gar nicht richtig drauf geguckt, wie viel günstiger die Sachen sind. Da war jetzt so ein Pulli von North Face, der hat irgendwie nur $25 gekostet oder so. Ich weiß aber auch nicht, was sowas in neu kostet, wenn du das nicht in so einem Laden holst. Also, aber sonst haben die halt alles mögliche, auch Spielzeug, Home, Deko. Die hatten auch so Zeugs fürs Auto irgendwie. Bro wollte sich ja zuerst so diese Duftdinger kaufen, hat er dann von abgesehen, als er die Schlange gesehen hat an der Kasse. Dann alle mit ihren riesigen Einkaufswagen da anstanden. Kann ich verstehen. Ja, und dann sind wir raus und dann sind wir noch zu Target gegangen, wollten da noch kurz was einkaufen und die haben ja auch eine sehr große Kleidungsabteilung und da habe ich mir dann noch 2 Shirts geholt, da war ich dann glücklich, weil ich dann was gefunden habe. Und sehr erschreckend, dass Target einen cooleren Harry Potter Merchandise hat als Universal selbst, aber okay. Ja, jetzt haben wir auf dem Weg hierhin, da wir eigentlich nach Calvas wollten, haben wir aber auf dem Weg zu Ross Dress for Less haben wir gesehen, dass hier an der Straße so eine coole Bar, Burgerbude, die auch Bier verkauft, ist. Und haben uns dann entschieden, anstatt zu Calvas zu gehen, weil wir das ja auch schon kennen, dass wir lieber hier einmal einkehren. Und es ist ziemlich cool, die haben draußen eine Terrasse und so. Und ich habe natürlich direkt gefragt, ob wir uns auf die Terrasse setzen können. Nein, sie hat niemanden, der auf der Terrasse serviert, also kann man da leider nicht sitzen. Ja. Es sind 5 Servierer hier unterwegs. Ja, es sind 5 Servierer hier unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele Tische da hinten besetzt sind. Hier sind es jetzt 4 von einer Trilliarden. Also theoretisch wäre es jetzt eigentlich kein Problem, dass einer mal eben rauskommt zu uns. Aber es ist nicht so geregelt und dann ist das auch so nicht, keine Ahnung. Es ist ein bisschen kompliziert hier in den USA, was sowas angeht. Hier gibt es auf jeden Fall eine gigantische Auswahl an Burgern. In allen Formen, Farben, mit verschiedenen Fleisch, ob Hackfleisch oder Brisket oder Chicken und verrückte Kreationen mit Chili Cheese Fries obendrauf. Und Bro hat sich jetzt so ein Fire Breathing Sandwich bestellt. Ich bin gespannt, ob der das überlebt. Ansonsten sind hier bestimmt genug Leute, die wir die erste Hilfe können. Also, ja. Ich glaube, das war es erstmal zu erzählen. Do you think you got a shot with me? I think you're trying just too much. Er hat schon länger keiner Ketchup genommen, das war ein bisschen verstopft. Keep your focus on me, it's not your shot. Everybody here wanna see what I got. Keep your eyes on me, I'm here all night. I'm so bad, but I love the spotlight. You like what you see, that's alright. You can love, you can hate, I don't mind. Keep your focus on me, focus on. Keep your focus on me, focus on. Keep your focus on me. Keep your focus on me. Keep your focus on me, it's not your shot. Everybody here wanna see what I got. Keep your eyes on me, I'm here all night. I'm so bad, but I love the spotlight. You like what you see, that's alright. You can love, you can hate, I don't mind. Keep your focus on me, focus on. Keep your focus on me, keep your focus on. Keep your focus on me. But I love the spotlight. You like what you see, that's alright. You can love, you can hate, I don't mind. Keep your focus on me, focus on. Keep your focus on me, keep your focus on. Keep your focus on me.
Peoples, guten Morgen. Die Sonne scheint wieder. Es ist jetzt schon echt warm. Da haben wir Glück, dass wir nicht draußen sind. Ja, wir haben jetzt Dienstag und der erste Messetag startet da ja bei Expo in Orlando. Und wir haben unser Uber gerufen und darauf warten wir jetzt. Uschi holt sich gerade noch mal schnell andere Schuhe, weil die jetzt hier draußen gemerkt hat, dass sie da mal rausflippt. Keine Ahnung. Und dann U-Bahn wir jetzt zur Messe und dann habt ihr schon ein komplettes Messevideo gesehen. Leute, ich melde mich mal im Vlog. Oh, das will ich haben, das AMC-Ding, was so glitzert. Wir sind gerade noch auf der Messe, aber haben den ersten Messetag quasi jetzt, also auf dem Showfloor auf jeden Fall durch. Videotechnisch gefühlt auf jeden Fall gar nichts geschafft. Aber ich glaube auch faktisch haben wir nicht wirklich viel geschafft, videotechnisch. Haben aber sehr viele, sehr intensive, sehr gute Gespräche geführt und fahren jetzt hier hoch und müssen auf die 3 und es geht zur Open Reception für uns. Und danach geht es noch ein bisschen weiter mit Abendessen mit ein paar Leuten und also mit dem Hersteller. Und genau, das schon mal gesagt, falls ich das nicht mehr erzähle. Und wir treffen noch bei der Reception jetzt noch Leute, mit denen wir noch was quatschen wollten und natürlich ein Bierchen trinken möchten. Wir müssen nach Linges, höre ich gerade. Ja, auf jeden Fall erster Tag Orange County Convention Center, schon mal sehr spannend. Es gibt Zonen, wo es eiskalt ist, es gibt Zonen, wo es sehr heiß ist. Jetzt hätte ich einen Elevator genommen. Ach so, wir müssen doch hier lang.
wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint natürlich wieder in Florida. Tom ist ja nicht dabei. Letzte Woche, als Tom noch hier war, gab es ja Temperaturen von nur noch 3 Grad. Sehr, sehr langer Tag gestern auf der Messe. Nach dem Showfloor ging es zur Opening Reception. Auf dem Weg dahin nochmal einen Stopp gemacht bei einer Drohnenshow mit Feuerwerkeffekten an den Drohnen. Richtig geil, crazy. Und die Opening Reception, die hat sich einen Ruf erarbeitet, halt nicht so cool zu sein. Und die war richtig stark. Coole Location. Drinks klar. Essen sah sehr gut aus. Und Live-Action auf einmal von so einer richtig geilen Rock-Cover-Band auf der Bühne, die echt authentisch war. Ist dann zum Networken nicht mehr so geil, weil nicht nur, dass man nichts mehr hört, sondern die Blicke waren auch alle in die Richtung. Aber Networken war auch gestern auch wieder das Riesenthema, also echt ein großes Hallo wieder. Videotechnisch nicht viel geschafft, das versuchen wir dann vielleicht heute noch ein bisschen aufzuarbeiten, aber dafür viele coole, spannende und interessante Gespräche geführt. Und da mussten wir aber von der Opening Reception, die auch auf einmal länger geht, als sie jemals gegangen ist, was natürlich dem zu schulden ist, dass sie jetzt auch viel cooler ist. Also die ging nicht immer so lang oder nicht so lang, weil die nicht cool war, sondern weil die Zeit so limitiert war, in der die stattfindet. Dann ging es auf jeden Fall noch zum Essen mit einem Hersteller für Fahrgeschäfte. Und da waren wir erst in einer richtig coolen Location, wo wir echt sehr, sehr, sehr gut gegessen haben. Aber es war viel zu laut, war vom Vibe geil. Wenn du zu zweit da bist, geht das klar, dann kannst du dich noch unterhalten. So ging das gar nicht, war extrem laut. Und dann sind wir noch geswitcht in eine Bar, die auch irgendwie American Socializing oder was heißt. Das war cool. Geilen Drink noch getrunken und dann sind wir so hier kurz nach 12 oder so, waren wir zu Hause. Und jetzt geht's gleich weiter auf dem Showfloor. Ich bin schon wach und kann nicht mehr pennen. Deswegen arbeite ich schon mal ein bisschen am Laptop. Und dann geht's gleich wieder los auf dem Showfloor von der Java Expo hier in Orlando. From falling. Das ist auch so eine Bahn, ja. Wunderschönen guten Morgen. Leute, es ist wieder wild. Also was wir nicht im Messevideo mit drin haben, sind die Abendgeschichten und die von gestern mal kurz angerissen, waren wir bei der European Reception. War ganz nett, aber irgendwie, du bist halt erst so von der Messe eine halbe Stunde fast unterwegs zur Location
Und die Location war richtig schön und es war auch so, war das nett. Wenn du als Sponsor dieser Veranstaltung 1 Minute zu spät bist, dir den letzten Drink zu holen, es gibt kein Final Call, auch schwierig. Ja, das haben wir gemacht und dann sind wir noch mit anderen Herstellern als den Abend zuvor essen gegangen und waren nicht nur sehr, sehr gut essen. Also Brazilian Steakhouse hatten wir 2017 mal gemacht und das war elendig, wirklich unterirdisch. Und das war jetzt richtig lecker und ja, operated wird das ein bisschen wack. Warum gibt's Fußgänger? Hier gibt es doch keine Fußgänger. Die kommen bestimmt von irgendeiner Nightshift, und sind jetzt komplett am Sack. Also Getränke kriegst du eigentlich nicht und dafür wirst du die ganze Zeit mit Fleisch totgeworfen. Und wenn du zu langsam bist, diesen Würfel umzudrehen auf Rot, das hört nicht auf. Hört einfach nicht auf. Aber war sehr lecker und dann sind wir noch Minigolf spielen gegangen. Wir waren im Pirates Cove und haben den Captain Adventure gemacht. Captain's Cross. 18 Loch. Hat Spaß gemacht, ist auch cool angelegt. Es gab keine Alligators, ich bin etwas enttäuscht. War aber jetzt vom Schwierigkeitsgrad nicht so herausragend, beziehungsweise von der Kreativität der Strecke her. Aber gut, ich mal kurz gucken hier, ich habe jetzt keine Spur mehr. Eben als wir Raptor, dann Road, schon F-150 Raptor ist die Zukunft. Bevor wir losgefahren sind, also eben als wir aufgestanden sind, habe ich geguckt, da war hier freie Bahn und jetzt ist hier Stau. Aber das ist jetzt auch überschaubar. Genau, dann war Minigolf noch und dann waren wir um 1 Uhr waren wir dann fertig, ne? So, und um 1 Uhr fertig sein bedeutet, dass wir natürlich um 7 Uhr wieder Gewehr bei Fuß bei SeaWorld sind. Wenn ihr euch jetzt fragt, ihr wart doch bei SeaWorld und warum jetzt nochmal und so. Es gibt eine Backstage-Tour bei SeaWorld beim Muckrise Aerific und das machen wir jetzt mit, gucken uns das Ganze an. Und deswegen sind wir so früh on the run. Die Sonne geht gerade langsam auf. Genau. Und bin gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Ich befürchte, wir können euch halt auch, oder bin mir ziemlich sicher, dass wir euch gar nichts zeigen können. Aber das einmal zum Abholen. Und jetzt kommt der F-150 Raptor von Ford. Oh Baby. Guck mal, daneben ist der normale F-150. Das ist kein, das ist ein Ranger. Ja, so ein American Ranger. Der ist ja nochmal anders. Ja, nee, das schon sehe ich mich.
Was bist du denn für einer? Guckt euch das an, wie frech das ist. Tja. Unmöglich, Tierquäler. So, jetzt zeigen wir mal das Auto von innen. Die Uschi ist nicht dabei. Guck mal, wie cool das aussieht. Also, der Farf ist schon nice. Very nice. Very much space. Yippie-ki-yo! Wir hatten eine sehr spannende Backstage-Tour in SeaWorld Orlando und haben uns ja Mack Rides Air-Rific angeschaut, das Flying Theater von Mack Rides. Auch krass, wie das ja, super, super spannend, auch wie das funktioniert und was die Unterschiede auch zu vielleicht anderen Flying Theatern sind, die man im eigenen Haus hat. Und wir sind das Ganze dann auch gefahren und haben es auch in Action einmal gesehen und das war echt cool. Und dann sind wir wieder jetzt zurück zu unserer Location, haben nochmal ein kurzes Mittagsschläfchen gemacht. Und jetzt sind wir nach dem Mittagsschlaf beim Frühstück und wir sind wieder 2 Balkalvas. Gibt es auch hier inzwischen, oder ist uns vorher nicht aufgefallen, voll underrated auf jeden Fall. Richtig geile Burger. Und so Classic Burger haben wir auch gar nicht gemacht bis jetzt, ne? Wir sind fast eine Woche hier. Heidewitzka. Genau, wir frühstücken jetzt erstmal und dann wird es wahrscheinlich in ein Outlet gehen. Also wir wollten ja in ein Outlet und ich habe jetzt einfach Factory Outlet eingegeben bei Maps. Keine Ahnung, ich kenne mich hier jetzt nicht aus, welches das die Place-to-Be-Outlet hier ist. Das hier auf jeden Fall nicht. Also das ist irgendwie nicht so ein klassisches Outlet. Das ist so, in der Mitte ist einfach nur Parkplatz und außenrum sind so 3 Geschäfte. Ich glaube, da hinten geht es noch weiter, aber irgendwie spricht mich das nicht an. Und deswegen fahren wir jetzt 10 Minuten weiter zu einem, wo ich glaube, dass es besser ist, was nicht heißt, dass es besser ist. Ansonsten fahren wir einfach wieder ins Hotel und fertig ist die Lauge. Peoples, wir sind 10 Minuten weitergefahren. Wir sind jetzt dahin gefahren, wo auch hin muss. Und zwar zu Orlando Premium Outlets. Und hier waren wir auf jeden Fall schon mal, das ist das Richtige und Coole, wo es auch einen Disney Store und so Ähnliches gibt. Und jetzt kann die Uschi eskalieren. So, wir sind durch, haben der Frau Reichert hier ein paar Tüten in der Hand gedrückt und da war jemand erfolgreich. Gibt auf jeden Fall auch wirklich in allen Varianten schon coole Deals. Wir haben auch von anderen Leuten gehört, die zwischenzeitlich hier waren, die 90% Discount auf etwas hatten. Und wir haben auch
Rabatt, der normal gilt, dann hat es weniger gekostet und wenn man seine E-Mail-Adresse angibt, kostet noch weniger. Also noch ein Rabatt mehr, wir hätten Geld mitgenommen. Ja. Dann haben wir ein Mitbringsel am Start und die Uschi hat neue Schuhe und jetzt suchen wir unser Auto und dann fahren wir mal zum Hotel zurück und mussten jetzt mal auf dem Weg überlegen, wie es weitergeht, was noch Sinn macht und wie wir was machen, weil heute Abend haben wir ja noch ein bisschen was vor und wollen ja natürlich noch in Epic Universe die eine oder andere spannende Attraktion fahren. Weil da sind wir nämlich heute Abend nochmal. Jo, ich melde mich mal schnell wieder. Wir sind Poolside angekommen und waren noch schon ein bisschen im Wasser, ein bisschen geschwommen. Heute im Programm hier bei uns im Resort ist ein DJ, der auflegt. Der hat aber gerade einen Break, beziehungsweise in 10 Minuten hat er eigentlich auch Feierabend. Aber jetzt gerade spielt er keine Musik. Das kann ich kurz widersprechen, weil das sonst zu viel GEMA hier ins Mikrofon ist. Ne, ein paar Runden geplanscht, ein bisschen sogar geschwommen und jetzt trinken wir uns noch ein Bierchen und dann fahren wir gleich zu den IAAPA Celebrates mit dem Uber. Und da habe ich gedacht, machen wir auch ein eigenes Video zu, weil Epic Universe für viele Jahre scheinbar ein heißes Thema ist und ihr sehr scharf drauf seid, dass wir Videos dazu machen. So scharf, dass, weil wir die nicht direkt im Mai gemacht haben, beleidigt werden, dass wir das nicht tun. Also machen wir dann nochmal einen separaten Vlog zu, habe ich mir gedacht. Ist wahrscheinlich gar nicht so abwegig. Vor allem jetzt nach ein paar Tagen nochmal so ein paar von diesen Rides zu machen und die Eindrücke zu teilen, könnte, glaube ich, ziemlich interessant und spannend werden. Schauen wir mal. Morning in the morning. Wir sind jetzt mal wieder am Auto. Das ist hier. Warte, da. Wir waren gestern Abend ja bei Epic Universe und haben da die IAAPA Celebrates gemacht. Und es war wirklich sehr schön. Auf jeden Fall cool, dass wir komplett stressfrei, sage ich mal, in den Park gehen konnten, weil wir am Sonntag schon mal da waren und alle Attraktionen gemacht haben. Für andere sah das anders aus, weil für andere war es auch der Erstbesuch. Aber ich glaube trotzdem, dass alle irgendwie alles geschafft haben, so wie ich mitbekommen habe. Essen war gut, war genug da, geiler Lachs, geile Drinks. Ging auch nichts aus, was ich jetzt mitbekommen hätte. Was ich ein bisschen doof fand, ist, dass sie diese Essenstände, diese besonderen, haben die 1,5 Stunden vor Schluss weggeräumt. Dann konnte man nur noch in den Venues essen. Es hat irgendwie so ein bisschen das Feeling weggenommen, einfach so auf der Straße halt irgendwie was zu essen. Ja, und jetzt haben wir 8:30 und wir fahren jetzt zu Busch Gardens Tampa. Da waren wir auch schon länger nicht mehr. Das letzte Mal, als wir da waren, hatte Iron Gwazi gerade noch nicht auf. Also es war nicht mehr lange bis zur Eröffnung, aber es hatte noch nicht auf. Und natürlich fahren wir wegen Iron Gwazi auch unter anderem dahin. Bro hat jetzt gerade Müll weggebracht, weil es hat sich so ein bisschen was angesammelt bei uns in der Bude. Ja, 1,5 Stunden fahren wir ungefähr dahin. Wir holen uns jetzt an der Tankstelle noch ein paar Drinks, dann nehmen wir euch natürlich auch wieder mit. Und ja, da kommt er. Hallo! Ich muss einmal kurz noch mal erwähnen, wie geil ich diese riesen Müllcontainer hier finde. Es ist halt einfach wie in diesen ganzen alten Skate-Videos, wo die auf irgendeinem Hinterhof skaten. Das ist doch total nice, oder? Schön ist der Wagen schon von innen. Mit Scheibedech. Ja, Scheibedech ist besser als gar nichts.
Kumpels, wir sind fertig mit Busch-Jan Stamper. Hier viele Leute getroffen und viel gequatscht und wir treffen jetzt gleich nochmal Leute und fahren jetzt nach Richtung Kissimmee auf jeden Fall wieder oder Richtung Orlando. Und ich gucke jetzt gleich mal, dass wir erstmal hier irgendwo, da vorne ist glaube ich eine Tankstelle, da kann man erstmal was zu trinken holen und dann connecten wir, wie lange wir brauchen und vermitteln das und dann geht das los. Ja, krasser Tag, alles gefahren, Iron quasi 3-mal gefahren, jetzt warm gefahren, auch Crazy Bahn, cooler Park, macht immer Spaß. Vor allem heute war echt nicht viel los, du konntest überall direkt durchlatschen. Aber jetzt gerade füllt sich das irgendwie, ne? Jetzt wo es dunkel wird und die in Christmas Stop kommen wahrscheinlich viele Jahreskartenbesitzer, beziehungsweise wir haben jetzt auch Freitagabend, da haben jetzt auch abends natürlich mehr Leute Zeit. Es wird sich ja gerne mal beschwert, was für ungesunde Sachen wir essen. Das hier alles, ja, das hier oder auch das hier, das ist alles besser als Salat in den USA. Weil wir gehen zu den Salat. Geht doch mal kurz in euch, wie viel Kilokalorien davon am Tag zu sich nehmen? Unter 2000 bei den Damen, 2000 bei den Herren. 2240 Kilokalorien für einen Salat. Einen Chicken-Salat. Willkommen in den USA. Du kannst einen Salat essen und nix den ganzen Tag und du bist nicht im Defizit. Digga, das ist abartig. Das auch, aber es ist gesünder. Das auch, aber es ist gesünder. Das auch, aber es ist gesünder. Es ist alles besser als Salat. Leute, wir sind bei Universal und machen jetzt Universal Studios und wahrscheinlich auch Islands, ich weiß es nicht. Aber erstmal ohne Video, später vielleicht ein bisschen mit Video. Aber ob das jetzt hier mit reinkommt oder separat wird, weiß ich auch noch nicht. Wir sind jetzt schon beim Security-Check, deswegen melde ich mich kurz ab. Tschüss.
How did you get in here? We haven't seen you about anything. With your soul, I shall.
Peoples, ich melde mich auch nochmal wieder und wir sind jetzt durch bei Universal. Wir waren in den Universal Studios und in Islands of Adventure. Einige Rides gemacht, super viel Spaß gehabt, super viel wieder gelernt sogar und uns gut ausgetauscht. Leider sind wir Hagrid nicht gefahren, das muss ich glaube ich schon mal vorwegnehmen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich unbedingt fahren wollte, hat aber nicht geklappt, weil wenn nicht 2 Stunden Wartezeit war, waren 3 Stunden Wartezeit. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, das geht nicht. Nicht immer. Manchmal geht es einfach, was ist das denn? Ach so, das ist ein Auto. Was ja einfach alles wegburnt. Wir waren jetzt gerade noch hier beim Walmart, haben noch ein bisschen was eingekauft. Quasi nur kleine Ergänzungen zu dem, was wir am Anfang gekauft haben. Letzter Abend und wir fahren jetzt einfach in unsere Wohnung und haben da noch ein bisschen so Knabberzeug und noch ein paar Getränke über und die nehmen wir jetzt zu uns und deswegen müssen wir es aber noch mal kurz ergänzen. Da kränkelt jemand wieder die ganze Zeit mit Aufs und Abs. Genau, letzter Abend, aber morgen haben wir noch mal was, das wir euch hier im Video auch zeigen, was ganz cool ist, was man machen kann. Und viele Ideen gesammelt und Inspiration für ein zukünftiges großes Video mal, aber das dann, wenn es soweit ist. Genau, einmal das als Update. Letzter Tag, Parkhaus, geil, oder? Nee. Wir sind zu Disney Springs gefahren. Das gucken wir uns natürlich mit euch gemeinsam auch nochmal an. Und ist krass, die haben gerade erst aufgemacht und hier ist eine Autokarawane. Man sieht das nicht so gut, die sind alle jetzt hier die Auffahrt am Hochfahren. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, das ist nur ein Shopping District und das ist eins von 3 Parkhäusern und einem Parkplatz. Aber hier geht auf jeden Fall jetzt schon der Punk ab. Die Leute haben Bock, die Leute müssen hier hart arbeiten, das Geld loswerden. Oder das Geld, was sie nie hatten, wenn wir in den USA sind und die 1 Million Kreditkarten betrachten. Genau, Disney Springs ist so ein MacArthur Lane Outlet, aber ohne Outletpreise. Shopping, Dining, Experience, Kram. Wir machen das jetzt mal. An mir ist ein Superheld verloren gegangen. Ich habe es immer wieder gesagt. Ich weiß nicht, ob ich den Helm jemals wieder abbekomme. Jo, wir sind drin, oder wie auch immer, da draußen eigentlich. Aber sie sagen das bei Freizeitparks auch immer. Hört nicht auf das, was ich sage. Als mal hier, schön Wasser im Hintergrund. So ein großer Heliumballon. Kennt ihr aus dem Disneyland Paris, kennt ihr aus dem Parc de Petit Prince. Und vielleicht habt ihr auch, das war dieses Jahr, die Olympischen Spiele verfolgt, die Sommerspiele in Paris. Und das Olympische Feuer ist in so einem großen Feuerball nach oben gestiegen. Das war ebenfalls so ein Heliumballon. Der hat geplant gebrannt. Witzig ist dabei aber, die Besitzer-Betreiberfamilie vom Parc du Petit Prince, die Besitzer vom kleinen Prinzen haben, das ist deren Unternehmen, deren Firma, die machen diese Heliumballons und so Sky, Dinner, Theater, Aufzug, Plattformen. Denen gehört jetzt der Park nicht mehr, die haben den nämlich Anfang des Jahres veräußert, haben euch im Newsvideo schon gezeigt und der gehört jetzt zu Mandoria. Mandoria ist quasi dann jetzt
eine Freizeitparkkette. Die haben Malls, Einkaufszentren und so. Das ist dann die Brücke hier wieder hin. Mandoria wird auch krass. Müssen wir Anfang nächstes Jahr safe auf jeden Fall wieder hin. Genau, das könnt ihr also auch hier machen. Und dann haben wir hier Weihnachtsbäume. Wir haben ja Christmas Season und ich weiß nicht mehr, in welchem Store das genau war. Es gibt, glaube ich, mehrere, wo man hingehen kann. Da kann man sich eine Map holen, eine Mappe, hier eine Karte. Und da sind dann Weihnachtsbäume und Sticker und dann sucht man diese Bäume und klebt an der richtigen Stelle den passenden Sticker. Weil hier zum Beispiel wäre der Star Wars Baum und hier ist der Moana. Ich habe gerade Bahama gesagt. Der Moana-Baum. Also dein Baum? Vajana für Deutsche, stimmt. Heißt du dann eigentlich in Deutschland nicht Moana, sondern Vajana? Nee, hier heiße ich dann Vajana. Das ist andersrum. In Deutschland heiße ich Moana und hier heiße ich Vajana. Ah, logisch, oder? Sehr logisch. Das ist der Spaß mit den Zweitnamen. Das einmal dazu, das kann man machen, das ist so eine große Rallye, das ist ganz cool, weil du kommst dann durch das ganze Disney Springs, siehst da viel von, kannst hier in dem Wasser, was ich gerade Lübsch erwähnt habe, wie schön das ist, natürlich in ein Boot einsteigen und so Disney World, also wir sind ja quasi in der Disney World, aber kannst du auch in die Parks fahren, kannst dann von hier aus fährst du einfach nach Magic Kingdom, so mit dem Boot, also oder mit dem Auto, was gerade da durchs Wasser schwimmt. Zum Beispiel. Und man kann am Ende auch noch was gewinnen, wenn man dann diese Karte abgibt. Und man hat alle richtig geklebt, dann bekommt man einen kleinen Preis. Bei uns war das damals so ein großer Button und dieses Jahr ist es, glaube ich, wie so ein Christbaumanhänger. Ja. Das wäre der einzige Grund, das zu machen, aber nein. Man ist sich auch noch uneins, wie gut das kontrolliert wird, ob man das anständig macht. Wir müssen hier in den ersten Disney Store. Das ist so eine Candies, ich will nur gucken. Ja. Nach den ganzen Disney-Stores, durch die wir alle jetzt durchgestolpert sind, wollte Uschi kurz was trinken, haben uns in ein Rainforest-Café hingesetzt. Wir haben da ja einen Stammplatz. Wir waren einmal da mit Moritz vorher. Und dann haben wir uns auch dazu entschieden, da zu essen, weil ich wollte eigentlich im Boathouse essen. Aber das, was ich gesehen habe, warum ich da essen will, gibt es erst zum Dinner und nicht zum Lunch. Und jetzt sind wir raus und dann auch nochmal das Café selber raus, weil das super cool aussieht, zeige ich euch gleich. Und ist einfach eine Schlange bis draußen für Leute, die auf dem Tisch warten. Draußen bei uns waren super viele Tische noch frei. Du hast auch keinen Waiter, du gehst einfach rein und setzt dich. Und da, wo du dann zugeteilt wirst, Katastrophe. So, jetzt erstmal pieseln und dann mal gucken. Wir sind noch ein bisschen unterwegs in Disney Springs, haben natürlich wieder Leute getroffen und gerade ein bisschen zusammengesessen, ein bisschen was getrunken. Und ein Teil davon sitzt gleich auch mit uns im Flugzeug. Und wir machen uns langsam auf den Weg Richtung Auto. Ich war übrigens gerade noch, ich weiß nicht, ob man das, ich zeig's einfach, erkennt man's? Ich hoffe, man erkennt's. Ich habe einen neuen Ring, den habe ich hier gerade machen lassen. Hat das Style? Ja. Maximal? Ja. Genau. Ja, coole Venues zum Sitzen, verschiedenster Couleur, die echt Style haben.
viele coole Läden mit teilweise coolen Sachen und auch viel Quatsch, den kein Mensch braucht. Also kein Mensch kann ja nicht sein, sonst würde es das ja nicht geben und es kaufen ja Leute aus Sachen, aber ich brauche es nicht. Wir machen uns auf den Weg zum Auto und tanken, damit wir den abgeben können, den Wagen. Und dann fahren wir Richtung Flughafen. Und da passiert nichts mehr. Außer warten und warten und warten. Und wenn wir im Flugzeug sitzen, passiert auch nichts außer warten und warten und warten. Dann fliegen wir von hier direkt nach Frankfurt und dann mit dem ICE nach Köln und dann mit dem Uber oder ähnlichem zu Ford und dann mit dem Raptor nach Hause, weil der steht nämlich bei Ford in der Werkstatt und ist fertig. So, und damit sind wir fertig mit Orlando 2025. Haben euch ein bisschen in einem wüsten, wilden Durcheinander-Vlog mitgenommen und gezeigt, was wir so gemacht haben und werden auf jeden Fall irgendwann nochmal das große Paket machen mit allen Disney-Parks, allen Universal-Parks, volles Fund auf die Kappe und überhaupt. Da nehmen wir euch natürlich dann auch wieder mit, so wie jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video hier auf dem Radio YouTube-Kanal.